YouTube. Heute mal ein anderes Setup. Ich dachte mir, ich lasse einfach mal den schwarzen Hintergrund und die Lampe vor mir von den ganzen Porträts, um die es heute auch geht. Ja, fand ich eigentlich mal ganz witzig. Wollte ich mal ausprobieren. Mal gucken, wie es so ankommt. Genau. In diesem Video geht es um Selbstporträts. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, Porträts von mir selbst aufzunehmen. Und das war eigentlich eine deutlich intimere Erfahrung, als ich dachte. Denn ich habe einfach festgestellt, dass man sich ganz anders mit sich selbst auseinandersetzt, wenn man einfach Bilder von sich selbst macht und diese dann auch beurteilt, bearbeitet und gegebenenfalls erneut aufnimmt, besser aufnimmt. Es war was völlig Komisches. Es ist eigentlich recht normal in unserer Zeit heutzutage Bilder von sich selbst zu machen, wenn man Instagram einfach aufmacht, ist das Internet gefüllt mit irgendwelchen Selfies, irgendwelchen inszenierten Posen und irgendwelchen anderen Bildern von Influencern und Co. Aber das war ich eigentlich nie. Ich habe nie wirklich viel Bilder von mir gemacht. Ich habe nie groß Zeit damit verbracht, Selfies aufzunehmen oder mich irgendwie richtig unter einen Baum zu stellen, damit das Ganze dann schön aussieht auf dem Foto. Und ja, ich habe mich auch eigentlich immer unwohl gefühlt vor der Kamera, weil ich einfach nicht mochte, wie ich auf Bildern aussehe. Deswegen stehe ich vermutlich auch hinter der Kamera. Aber es war eigentlich eine recht interessante Erfahrung. Ich habe versucht, nicht einfach nur schöne Instagram-Selfies von mir zu machen, sondern ich habe eigentlich versucht, mich selbst als Person aufzunehmen und einzufangen. Und ich habe versucht, so ein bisschen meinen Charakter auch mit einzubinden. Ich habe versucht, Details mit aufzunehmen, die ich finde, mich vielleicht als Person auch ausmachen. Und ich wollte einfach in einer Bilderserie eine kurze Geschichte über mich selbst erzählen. Ganz einfach darüber, wie ich mich selbst sehe, wie ich mich selbst identifiziere und halt auch, wie ich hoffe, dass andere Leute mich sehen. Und ja, war auf jeden Fall komplett interessant, diese Erfahrung. Ich empfehle auch jedem, einfach mal eine Kamera zu nehmen und Bilder von sich zu machen. Das ist etwas ganz anderes, als ob man mal schnell mit dem iPhone ein Foto von sich macht oder als ob man sich erst das Stativ hinstellt, die Kamera raufpackt, dann guckt, wie mache ich jetzt das Foto, wo setze ich mich hin, wie setze ich mich hin, passt das Licht. Man fängt auf einmal an, darüber nachzudenken, wie man sich selbst darstellen möchte und auch darstellen kann. Man muss das auch überhaupt nicht veröffentlichen oder posten, denn das ist schon eine recht intime Erfahrung. Es sind auch recht persönliche Bilder, wenn man die von sich selbst macht, völlig in Ruhe und losgelöst von anderen Augen, die einen dabei beobachten. Man kann damit Stunden verbringen, indem man einfach darüber nachdenkt, wie man sich selbst sieht, wie man sich selbst wahrnimmt und wie man sich halt auch selbst präsentieren möchte. Und wenn man das Ganze auch noch versucht, ein bisschen tiefgründiger zu machen, dann verlässt man diese Instagram-Ebene und versucht halt ganz einfach Bilder zu machen, die einen selbst einfach darstellen. Ich habe es jetzt, glaube ich, oft genug gesagt, aber man will einfach Fotos machen, die einen selbst wirklich komplett repräsentieren. Und ich empfehle es wirklich jedem, diese Erfahrung einfach mal auszuprobieren. Ich meine, im Moment kann man nicht großartig weggehen. Da kann man die Zeit auch ruhig mal dafür verwenden. Und ja, dann würde ich sagen, dass das einfach mal jeder ausprobiert. Jetzt im Anschluss werde ich die Bilderserie einfach einblenden in dem Video. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, welches Bild ihr gut fandet und welches ihr schlecht fandet. Und dann lasst mir noch bitte ein Like da. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt auf Abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.